Let me be direct. We are in the midst of a rupture, not a transition. Over the past 2 decades, a series of crises in finance, health, energy, and geopolitics have laid bare the risks of extreme global integration. Das war der Mark Carney, der Premierminister von Kanada, anlässlich vom WEF 2026 in Davos. Mein Name ist Felix Glauser und heute mit mir im Studio ist der Omar Serrano. Omar, herzlich willkommen im Podcast Let's Talk Business. Hallo, guten Tag. Bist du einverstanden mit der Aussage von Mark Carney? Ja, also ich glaube tatsächlich, was wir beobachten, ist wirklich ein Umbruch, also nicht eine sanfte Transition. Und ja, so etwas passiert nicht so oft. Ja, gibt es historisch gesehen, hast du ein Beispiel für so Wechsel, die es schon gegeben hat? Ja, wie gesagt, selten, gell? Aber also, wir sind vielleicht in den letzten 70 plus Jahren, wir haben einen ersten Systemwechsel gehabt nach dem Zweiten Weltkrieg zu einem bipolaren System, also Sowjetblock und westlicher Block. Nachher mit dem Zerfall der Sowjetunion sind wir zu einem unipolaren System mit der Führung von den USA gewechselt und jetzt befinden wir uns in einem multipolaren System, das einfach mehrere militärische und wirtschaftliche Mächte gibt. Du bist Leiter vom International Office der BFH Wirtschaft und aufgrund von deiner Forschung immer sehr nach an so geopolitischen Verschiebungen dran. Hat dich der Umbruch jetzt von dem unipolaren System zum multipolaren System hat dich der überrascht oder hat sich das für dich wie abgezeichnet? Also was mich überrascht hat, ist wirklich das Tempo. Also ich habe schon erwartet, dass eben als die Schwellenländer natürlich an Gewicht gewinnen, dass man eben eine Transition würde haben, aber er erwartet eher so eine sanfte Transition, weil eben die Länder haben sich schon integriert mit den existierenden Institutionen und so weiter und eben man hat erwartet, dass es einfach an denen richtig geht und er hat natürlich nicht erwartet, dass die USA das quasi so schnell unterminiert würden. Ja, das heisst, quasi einer der Treiber von diesem plötzlichen Umbruch ist der Donald Trump, kann man das so kurz und prägnant sagen? Ja, zum Teil. Also es ist schon so, dass schon vor Trump in den USA also Leute Kritik gegeben hat von der Rolle der USA als quasi Hegemon, oder? Er hat öffentliche Güter sozusagen produziert, wirtschaftlich und militärisch. Also man hat schon lange kritisiert, dass die Europäer nicht genug in die Ausrüstung investieren. Und das Defizit ist schon vor Trump ein großes Thema gewesen. Und nicht nur gegenüber den Chinesen, gell? Auch gegenüber Europa. Dass man immer ständig große Defizite hat und so weiter. Aber klar, mit Trump hat sich das wirklich beschleunigt. Was sind denn die Gründe, dass es sich unter dem Donald Trump beschleunigt hat? Also gibt es da Trigger, die du kannst nennen? Also ich glaube, das sind 2 Trigger und natürlich verbunden mit der Rolle, dass die USA, wie gesagt, als Hegemon nach der Sowjetunion gespielt haben. Wirtschaftlich ist natürlich der Zollhammer das Wichtigste. Und das hat natürlich Alliierte sehr verunsichert, weil Länder, die sehr tief integriert mit den USA sind, die Freihandelsabkommen haben, die sind genauso hart getroffen oder noch härter zum Teil als alle anderen, oder? Wirklich das beste Beispiel ist genau Kanada und Mexiko. Ja. Und das natürlich hat alle anderen Länder verunsichert. Und das hat natürlich auch die Institutionen, also vor allem der WTO, weil Handelsorganisation hat natürlich massiv geschwächt. Weil das geht natürlich gegen die ganze Handelsregelung. Das Zweite ist natürlich das Militär oder das militärische Trigger. Und dort hat natürlich Trump ganz klare Zweifel geäußert, ob die USA wirklich eine Verbündete würde verteidigen. Und das ist natürlich der Kern von der NATO, also der sogenannte Artikel 5. Das heißt, wenn ein Land wird angegriffen, reagieren alle zusammen als Allianz, oder? Und eben Trump hat natürlich gesagt, eben die Länder geben nicht genug Militärausgaben und so weiter. Und deswegen, wenn sie das nicht machen, wird man nicht unbedingt die schützen. Und das unterminiert natürlich die ganze Allianz. Ja. Das heisst, wie das Vertrauen in die USA ist so ein bisschen weggebrochen. Und du hast mir mal von der Hegemonistic Stability Theory erzählt. Und die Theorie besagt, mal kurz zusammengefasst, dass wie das internationale System eher stabil bleibt, wenn ein einzelner Staat, sprich die USA, die dominierende Weltmacht ist. Wenn das nicht mehr der Fall ist, mindert das die Stabilität des internationalen Systems. Könnte man sagen, dass wir jetzt quasi wieder Praxisbeweis von dieser Theorie sehen? Genau, also die Hegemonic Stability Theory genau sagt, dass quasi es kann geben, also eine Hegemon, die eben öffentliche Güter
gibt, oder? Also eben ein offenes Finanzsystem, ein offenes Handelssystem, auch militärisch einfach für Stabilität sorgt, oder? Und was wir natürlich jetzt in diesem Multipolarsystem haben, ist Instabilität, weil Allianzen können sich ganz unterschiedlich bilden. Das ist das Interessante von einem multipolaren System und deswegen haben viele Wissenschaftlerinnen erwartet, dass eben das weniger stabil ist. Aber es gibt natürlich auch gewisse Möglichkeiten. Du sagst, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Kannst du hier ein Beispiel machen? Ja, also sag mal, zum Beispiel bei der Umweltproblematik, da kann man sich sehr gut vorstellen, dass die Schweiz zusammen mit den Europäern, aber auch mit den Chinesen, mit den Indern eine Allianz bildet, oder? Also gegen den Klimawandel zu kämpfen. Aber natürlich, wenn das auf der militärischen Sphäre würde übersetzt, würde nicht funktionieren. Und genau das ist was jetzt in den multipolaren Systemen möglich ist. Also wirklich möglich ganz unterschiedliche Allianzen, je nach thematische. Und das hat auch der Mark Carney ganz gut erklärt in diesen Reden, dass eben, man muss sich, vor allem als Mittelmacht, was die Schweiz auch ist, wirklich versuchen, gut zu positionieren und möglichst viele Allianzen in diesen Themen, die für uns wichtig sind, zu bilden. Der Hegemon USA ist quasi weniger wichtig. Es gibt mehrere Optionen und forschungstechnisch hast du dich in den letzten 15 Jahren ja vor allem mit den Schwellenländern befasst. Kannst du hier vielleicht ganz kurz zusammenfassen, was sich punkto Schwellenländer in den letzten 15 Jahren, was da alles passiert ist? Das ist mir wirklich eine sehr spannende Veränderung. Also, wir haben das vorher erwähnt, in diesen unipolaren Phasen, was wir gesehen haben, ist, dass eben viele von diesen Schwellenländern haben einfach eben Institutionen beigetreten, so westliche Institutionen, sage ich jetzt. Also das beste Beispiel ist da die WTO, also 2001, als China das WTO beigetreten hat. Und da haben sie wirklich viele Regelungen von der Westen übernommen, schlussendlich. Also es hat wirklich zu ganz grossen Veränderungen, auch internen Reformen und so weiter. Aber dann ist wirklich spannend gewesen, jetzt haben wir wirklich untersucht, dass mit der Zeit, sie haben es natürlich gemerkt, also einerseits hat es natürlich mehr Geld, mehr Ressourcen gehabt, auch in die Bürokratie zu investieren. Und dann haben sie natürlich plötzlich gemerkt, ja, also vielleicht gibt es gewisse Regeln, die nicht so gut zu uns passen oder vielleicht brauchen wir neue Sachen. Und dann haben sie auch angefangen, aktiver das System zu gestalten. Also wir haben das genannt von Rule Takers, also dass die Regeln übernommen werden, zu Rule Makers. Sie haben sich also von Rule Takers zu Rule Makers weiterentwickelt. Ist die Entwicklung dann auch noch weitergegangen, nehme ich mal an? Genau. Und das ist dann sehr interessant, weil da sind sie zu Architekten geworden. Und das ist natürlich nicht so einfach, also wirklich neue Institutionen zu kreieren. Das ist noch ein anderer Neuschritt und das braucht natürlich schon viele Ressourcen. Ja. Ja, hast du dann ein Beispiel für so Organisationen, die sie aufgebaut haben? Ja, das beste Beispiel wäre das AIIB, also Asian Infrastructure Investment Bank. Das ist ein bisschen schwieriger Name. Okay, ja. Aber das ist, da haben die Amerikaner massiv Druck geübt an den Verbundenen. Also nicht beizutreten, weil sie haben das so ein bisschen wie ein Rival von der Weltbank gesehen. Aber fast alle westlichen Länder, inklusive der Schweiz, ist auch Gründungsmitglied, haben das AIIB beigetreten. Und das ist natürlich schon sehr interessant. Aber es gibt andere Beispiele eben für solche Institutionen, die jetzt die Schwellenländer da kreiert haben. Ja. Du hast gesagt, wir als Schweiz sind ja auch den neu gegründeten Organisationen der Schwellenländer beitreten. Jetzt sind wir in einem multipolaren System. Was bedeutet das jetzt konkret für die Schweiz? Und vielleicht auch, wie siehst du unsere Rolle als Business School in diesem neuen System? Ja, ich glaube, da ganz wichtig ist einfach, dass eben unsere traditionellen Märkte, Europa, USA, schwieriger geworden sind. Das Zugang ist schwierig, Wachstum ist nicht mehr das, was vorher war. Und natürlich als kleine, offene Wirtschaft müssen wir einfach andere Märkte finden. Und großes Wachstum ist jetzt da. Also Indien ganz klar 6-7% jährlich, also das ist schon enorm. Aber weiterhin China ist 4%, 4,5%, oder? Also das sind natürlich sehr, sehr wichtige Märkte. Aber nicht nur wirtschaftlich, sondern auch, wir haben es schon vorher gesagt, bei der Umweltproblematik natürlich für die Schweiz sehr wichtig ist. Also man kann sich nicht vorstellen, also jetzt die größte Teil der Emissionen kommen von China. Indien, der steigt auch rasant. In Brasilien haben wir das Amazonas. Also wirklich Nachhaltigkeit ohne diese Länder ist einfach nicht möglich. Also wir müssen einfach mit denen arbeiten, wenn wir wirklich die Klimaproblematik wollen,
können lösen. Und das bedeutet, dass wir nicht nur wirtschaftlich irgendwie müssen zusammenarbeiten mit diesen Ländern, sondern auch gesellschaftlich, wenn es jetzt darum geht, Kooperation in Bezug auf den Klimawandel zum Beispiel umzusetzen. Genau, absolut. Und das heißt konkret, eben, wir müssen irgendwie die Länder besser kennenlernen, weil es jetzt schon zum Teil ganz andere Bedingungen gibt. Und BFH, wir haben ja quasi 2 Fokusländer, eins ist Kanada, eins ist Indien. Kannst du da schnell erzählen, weißt, konkret, was machen wir jetzt punkto Indien als BFH? Also wir machen wirklich 2 Sachen. Also einerseits, wir versuchen natürlich den Austausch von Dozierenden und Studierenden zu ermöglichen. Da haben wir wirklich mehrere Partnerschaften wirklich mit Top-Unis dort, Business Schools. Und eben wir versuchen da zusammen Forschungsprojekte, aber auch, wie gesagt, Studierende austauschen, soweit auf Forschende. Aber wir wollen auch gleich einen Impact haben. Also für die Region, für die Schweiz, oder wir bieten da vor allem Unternehmen die Möglichkeit, das Land besser kennenzulernen. Und zum Beispiel da hat man ein Programm, das wir Deep Dive India nennen. Das machen wir zusammen mit einer von der besten Business Schools von Indien. Das ist im Business District von New Delhi. Und ja, das ist einfach eine Woche, wo man wirklich intensiv sich mit Thematik wirklich befasst, wo man vor Ort ist, wo man wirklich auch möglichst andere Partner kann kennenlernen und so weiter. Und wie gesagt, die Länder sind anders, nicht nur kulturell, aber auch zum Beispiel die Rolle der Staat. Also sind Wirtschaften, wo der Staat eine viel stärkere Rolle spielt, aber auch Familienunternehmen und so weiter. Also die wirtschaftlichen Strukturen sind ganz anders als bei uns, wo es halt liberaler ist, wo der Staat viel, viel weniger Einfluss hat. Wenn ich dir so zulasse, Omar, habe ich das Gefühl, es ist komplizierter oder es wird komplizierter, als es früher war. Es ist geopolitisch und wirtschaftlich sind instabile Zeiten. Siehst du da aber auch Chancen für die Schweiz in dieser Situation? Ja, tatsächlich. Also es ist schon, dass natürlich das System jetzt komplexer, also strukturell komplexer geworden ist. Wir haben gesagt, ein multipolares System ist einfach für sich selber komplexer. Aber die Schweiz ist, was man so eine klassische Mittelmacht nennt. Übrigens, das hat auch der Carney auch betont, dass er die Rolle von Kanada genau als Mittelmacht sieht. Oder? Und eben, wir sind natürlich klein, aber wirtschaftlich stark und sind natürlich auch eine sehr offene Wirtschaft. Und das heisst, wir müssen das System stabilisieren, sonst hätten wir ein riesiges Problem. Das heisst, wir haben wie schon gute wirtschaftliche Beziehungen mit diesen Ländern. Bietet das auch die Möglichkeit, dass wir wie quasi Vermittler oder Gesprächspartner können sein für andere Länder? Also, dass wir so wie zur Stabilisierung des Systems auch noch beitragen können? Genau, und das ist auch die zweite wichtige Rolle von der Schweiz und auch historisch gesehen. Oder? Also einerseits hat man natürlich bei uns internationale Institutionen, also UNO in Genf und Finanzbereich, also Basel bleibt sehr wichtig für die Finanzstabilität. Und eben andererseits mit vielleicht weniger stark institutionalisierten, aber auch wichtige Foren wie das WEF, was wir vorher erwähnt haben, wo einfach Möglichkeit schaffen, dass dass die wichtigen Akteure zusammenkommen und sich treffen für Gespräche, um Probleme zu lösen. Und das bietet natürlich schon eine starke Chance, um das System zu stabilisieren. Ja. Vielleicht kurz zusammengefasst, kein unipolares System, sondern ein multipolares System. Und wir als Schweiz, als Mittelmacht, probieren, wie das System zu stabilisieren. Unter anderem mit Anlässen wie das WEF. Und ich würde sagen, wir enden, wo wir gestartet sind, beim WEF in Davos. Omar, merci vielmals fürs Gespräch. Danke dir. In den Shownotes findet ihr wie immer weiterführende Links rund ums Thema der Episode. Schön, seid ihr dabei gewesen, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal.